Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, um nicht nur deine Grammatik zu verbessern, sondern auch dein soziales Feingefühl in der deutschen Sprache zu schärfen. In unserer letzten Folge haben wir die geheimen Händedrücke der deutschen Sprache gelernt. Wir haben die festen Partnerschaften zwischen Verben und Präpositionen gemeistert, wie zum Beispiel warten auf oder denken an. Wir haben also gelernt, wie man Sätze baut, die grammatikalisch absolut korrekt und präzise sind. Heute gehen wir einen entscheidenden Schritt weiter. Wir verlassen die Welt der reinen Korrektheit und betreten die Welt der sozialen Angemessenheit. Denn es reicht nicht, nur korrekte Sätze zu bilden. Wir wollen auch, dass die Menschen gerne mit uns sprechen, dass sie uns helfen, dass sie uns respektieren. Und dafür brauchen wir das richtige Werkzeug, die Höflichkeit. Im Mittelpunkt stehen heute die magischen Zauberformeln der deutschen Sprache. Wir werden die Macht des Konjunktiv 2 entdecken und sehen, wie Wörter wie würde, könnte und hätte eine direkte Anweisung in eine höfliche Bitte verwandeln. Wir werden den feinen, aber entscheidenden Unterschied zwischen einem fordernden Ich will und einem eleganten Ich würde gern meistern. Und wir werden lernen, wie wir mit Formulierungen wie könnten Sie bitte nicht nur Informationen erhalten, sondern auch einen positiven Eindruck hinterlassen. Am Ende dieser Folge wirst du ein ganzes Repertoire an höflichen Formulierungen besitzen, mit denen du in jeder Situation, ob im Café, im Büro oder im Gespräch mit Fremden, selbstbewusst, respektvoll und absolut natürlich klingen wirst. Bist du bereit, die Türen zu erfolgreicher Kommunikation zu öffnen? Dann lass uns die Zauberformeln der Höflichkeit lernen. Das Fundament der Höflichkeit, warum Direktheit nicht alles ist. Bevor wir in die Grammatik eintauchen, müssen wir eine kulturelle Nuance verstehen. Es wird oft gesagt, dass die Deutschen sehr direkt sind. Und das stimmt auch bis zu einem gewissen Grad. In vielen Situationen wird Klarheit und Direktheit geschätzt. Aber das bedeutet nicht, dass Höflichkeit unwichtig ist. Ganz im Gegenteil. Höflichkeit im Deutschen ist oft eine Frage der Distanz. Wenn wir eine Bitte oder einen Wunsch direkt formulieren, zum Beispiel im Imperativ, geben Sie mir den Kaffee, dann schaffen wir eine sehr geringe Distanz. Das kann als fordernd, ungeduldig oder sogar unhöflich empfunden werden, besonders wenn wir mit Fremden, Respektspersonen oder im beruflichen Kontext sprechen. Die Kunst der Höflichkeit besteht darin, eine respektvolle Distanz zu schaffen. Und das wichtigste grammatische Werkzeug dafür ist der Konjunktiv 2. Keine Sorge, wir werden heute keine komplizierten Konjunktivtabellen wälzen. Für die Höflichkeit im Alltag brauchen wir nur eine ganz einfache Idee zu verstehen. Der Konjunktiv 2 ist der Modus der Möglichkeiten, der Wünsche, der Hypothesen. Er beschreibt nicht, was ist, sondern was sein könnte oder was wünschenswert wäre. Und genau das macht ihn so höflich. Eine Bitte im Konjunktiv 2 klingt nicht wie ein Befehl, sondern wie eine vorsichtige Frage. Wäre es vielleicht möglich, dass... Und die einfachste und häufigste Art, diesen höflichen Konjunktiv 2 zu bilden, ist mit dem Zauberwort würde plus dem Infinitiv des Verbs. Die magische Transformation von der Anweisung zur höflichen Bitte. Schauen wir uns diese Magie in Aktion an. Das stärkste und direkteste Werkzeug, das wir haben, ist der Imperativ, die Befehlsform. Er ist perfekt für Notfälle oder klare Anweisungen an Freunde, aber in vielen anderen Situationen ist er zu direkt.
Direkter Imperativ. Geben Sie mir bitte die Speisekarte. Direkter Imperativ. Hilf mir. Direkter Imperativ. Schließ das Fenster. Jetzt nehmen wir unseren Zauberstab, den Konjunktiv 2, und verwandeln diese direkten Anweisungen in höfliche Bitten. Wir benutzen dafür die Konjunktiv 2 Formen von können und würden, also könnten und würden. Die Formel lautet könnten, würden plus Subjekt plus Rest des Satzes plus Infinitiv. Hör dir die Verwandlung an. Statt geben Sie mir bitte die Speisekarte, sagen wir könnten Sie mir bitte die Speisekarte geben? Oder würden Sie mir bitte die Speisekarte geben? Beide Sätze sind unendlich viel höflicher. Sie fragen, ob die Möglichkeit, könnten, oder die Bereitschaft, würden besteht, etwas zu tun. Statt Hilf mir sagen wir zu einem Freund, könntest du mir bitte helfen? Statt Schließ das Fenster sagen wir, würdest du bitte das Fenster schließen? Diese Transformation ist eine der wichtigsten Schritte, um im Deutschen nicht nur verstanden zu werden, sondern auch gemocht zu werden. Es zeigt Respekt und soziales Bewusstsein. Eine weitere sehr elegante Form ist die Verwendung von wäre, der Konjunktiv 2 Form von sein. Wären Sie so freundlich, das Fenster zu schließen? Wörtlich, würden Sie so freundlich sein? Wäre es möglich, morgen einen Termin zu bekommen? Merk dir also die 3 magischen Verben für bitten: könnten, würden und wären. Wünsche elegant äußern. Ich möchte versus ich würde gern. Kommen wir nun zur zweiten großen Säule der Höflichkeit, dem Äußern von eigenen Wünschen. Wir haben in einer früheren Folge schon gelernt, dass ein direktes Ich will oft unhöflich oder kindisch klingt und dass Ich möchte die höfliche Standardform ist, um etwas zu bestellen oder einen Wunsch zu äußern. Im Café: Ich möchte einen Kaffee bitte. Perfekt, höflich, klar. Aber es gibt eine Steigerung. Es gibt eine Form, die noch sanfter, noch eleganter und noch weniger fordernd ist. Und das ist die Konstruktion mit würde gern. Die Formel lautet ich würde gern plus Rest des Satzes plus Infinitiv. Vergleichen wir die Nuancen. Ich möchte einen Tisch reservieren. Das ist eine höfliche Aussage über meine Absicht. Es ist klar und gut. Ich würde gern einen Tisch reservieren. Das ist noch sanfter. Es drückt einen Wunsch aus, der im Raum schwebt. Es impliziert die Frage, wäre das möglich? Es gibt dem Gegenüber mehr Raum, Nein zu sagen und ist deshalb besonders respektvoll. Wann benutzt man was? Ich möchte ist ein universelles, alltägliches Werkzeug. Es ist immer gut, immer richtig. Ich würde gern ist ein Werkzeug für besondere Anlässe. Wenn du besonders höflich sein willst, wenn du eine komplizierte Bitte hast oder wenn du einfach nur besonders elegant klingen möchtest. Ein paar Beispiele für ich würde gern. Im Reisebüro: Ich würde gern nächsten Sommer nach Italien reisen. Was können Sie mir empfehlen? Im Gespräch: Ich würde gern deine Meinung zu diesem Thema hören. Am Telefon: Ich würde gern mit Frau Meier sprechen, wenn sie Zeit hat. Du kannst auch ich hätte gern benutzen, besonders wenn du nach einem konkreten Objekt fragst. Es ist die Konjunktiv-2-Form von haben. Ich hätte gern 2 Brötchen und ein Croissant. Das ist eine sehr häufige und höfliche Alternative zu
Ich möchte. Meinungen und Ratschläge sanft verpacken. Die Kunst der Höflichkeit geht weit über Bitten und Wünsche hinaus. Sie ist auch entscheidend, wenn wir unsere Meinung sagen oder jemandem einen Ratschlag geben. Eine direkt formulierte Meinung kann konfrontativ wirken und ein direkter Ratschlag kann übergriffig klingen. Auch hier ist der Konjunktiv 2 unser bester Freund, um unsere Worte sanft zu verpacken. Szenario 1: Einen Ratschlag geben. Direkt und oft schlecht: Du musst mehr lernen oder lern mehr. Das klingt wie ein Befehl und erzeugt oft Widerstand. Höflich und konstruktiv mit Konjunktiv 2: Du könntest vielleicht versuchen, jeden Tag 30 Minuten zu lernen. Könntest öffnet eine Möglichkeit, statt eine Pflicht aufzuerlegen. An deiner Stelle würde ich jeden Tag 30 Minuten lernen. Das ist die klassische Formel für Ratschläge. Du machst klar, dass es deine persönliche Perspektive ist. Es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn du jeden Tag 30 Minuten lernen würdest. Szenario 2: Widerspruch oder eine andere Meinung äußern. Direkt und oft unhöflich: Das ist falsch oder da hast du Unrecht. Höflich und diplomatisch mit Konjunktiv 2: Ich würde sagen, das ist nicht ganz korrekt. Ich würde das ein bisschen anders sehen. Wäre es nicht besser, wenn wir es so machen würden? Eine Gegenmeinung als höfliche Frage formulieren. Indem du deine Ratschläge und Meinungen in den Konjunktiv 2 kleidest, präsentierst du sie nicht als absolute Wahrheiten, sondern als konstruktive Vorschläge und persönliche Perspektiven. Das ist der Schlüssel zu erfolgreicher und respektvoller Diskussion. Die kleinen Helfer, Partikeln und Füllwörter. Zum Abschluss möchte ich noch auf die kleinen, unscheinbaren Wörter hinweisen, die eine höfliche Bitte noch freundlicher machen können. Das sind die sogenannten Modalpartikeln. Bitte. Das kennst du natürlich. Das ist das wichtigste Wort überhaupt. Könnten Sie bitte mal. Dieses kleine Wort schwächt einen Befehl oder eine Bitte ab und macht sie beiläufiger. Statt „Kannst du mir helfen?“ klingt „Kannst du mir mal helfen?“ viel entspannter. Wie „Kannst du mir mal kurz helfen?“ Vielleicht. Fügt ein Element der Unsicherheit hinzu und macht die Frage noch vorsichtiger. Könnten Sie mir vielleicht sagen, wie spät es ist? Wenn du diese kleinen Wörter mit den Konjunktiv-2-Formen kombinierst, hast du die absolute Meisterklasse der deutschen Höflichkeit erreicht. Könnten Sie mir vielleicht mal kurz helfen, bitte? Das ist so höflich, da kann fast niemand mehr Nein sagen. Und das sind sie, die Zauberformeln der Höflichkeit. Du siehst, es ist keine komplizierte Hexerei, sondern der bewusste Einsatz von grammatischen Werkzeugen, um Respekt und Freundlichkeit auszudrücken. Es ist die Kunst, durch eine kleine sprachliche Distanz eine große soziale Nähe zu schaffen. Lass uns die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal zusammenfassen. Das Fundament der Höflichkeit ist der Konjunktiv 2. Er verwandelt direkte Forderungen in höfliche Bitten. Für Bitten sind deine magischen Verben könnten, würden und wären. Für Wünsche ist ich möchte der Standard, aber ich würde gern oder ich hätte gern sind noch eleganter und sanfter. Verpacke Ratschläge und Meinungen in den Konjunktiv 2, zum Beispiel an deiner Stelle würde ich, um sie konstruktiv und nicht konfrontativ zu gestalten. Benutze kleine Helfer wie bitte,
mal und vielleicht, um deine Bitten noch freundlicher zu machen. Mein Tipp der Woche ist ein kleines mentales Rollenspiel. Jedes Mal, wenn du im Alltag etwas von jemandem brauchst oder jemanden um etwas bitten möchtest, halte kurz inne. Formuliere die Bitte zuerst in deinem Kopf auf die direkteste Weise. Gib mir, mach. Und dann formuliere sie bewusst mit einer der höflichen Zauberformeln um. Könntest du mir bitte? Ich hätte gern. Auch wenn du es am Anfang nur im Kopf machst, trainierst du dein Gehirn darauf, automatisch die höflichere und oft erfolgreichere Variante zu wählen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn diese Folge dir geholfen hat, dich im Deutschen nicht nur sicherer, sondern auch freundlicher zu fühlen, freue ich mich riesig über deine Unterstützung. In der nächsten Folge reisen wir wieder in der Zeit. Wir klären eine der häufigsten Fragen für fortgeschrittene Lerner: Perfekt versus Präteritum, wann benutzt man was? Wir werden eine ganz klare Erklärung liefern, die nicht nur auf Grammatik, sondern vor allem auf dem Kontext basiert. Wann klingt etwas wie eine gesprochene Geschichte und wann wie ein geschriebener Roman? Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Tschüss und alles Gute!